Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir sind dieses Mal zusammen auf dem Nahesteig unterwegs. Ja, um genau zu sein, im Hunsrück. Und der Nahesteig verläuft von Neubrücke nach Idar-Oberstein. Genau, wir sind den Weg schon gelaufen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es uns dabei so ergangen ist und wie der Weg so war, bleibt dran und guckt es euch mal mit uns an. Der Nahesteig beginnt auf einem Wanderparkplatz außerhalb von Hopstetten-Weiersbach. Hier trafen wir auch gleich auf ein Hindernis, beziehungsweise Tobi. Er steckte kurzzeitig fest. Wieso passt es jetzt bei dir und bei der Beate nicht? Komm dann weiter! Ja, rückwärts. Oh Gott. Sehr schön. Nachdem er sich erfolgreich befreit hatte, überquerten wir den Steinaubach, einen Zufluss der Nahe. Der Fluss war über den ganzen Weg unser immer wiederkehrender Begleiter, den wir auch mehrfach überqueren durften. Nachdem wir einen kleinen Flugplatz passiert hatten, ging es ein kurzes Stück durch Weiersbach und im Anschluss für ein längeres Stück in den Wald. Auf einer Lichtung erwartete uns ein schöner keltischer Baumkreis. Danach folgten wir dem offiziellen Abstecher zu einer keltischen Burg. Der Abstecher stellte sich aber als Enttäuschung heraus, da man von der Burg im Gelände nichts mehr groß erahnen konnte. Leute, ich kann euch sagen, der Abstecher da oben lohnt sich null. Die erste sich uns bietende Gelegenheit für ein kleines Päuschen nutzten wir gerne. Ganz besonders begeistert waren wir von dem sich dort befindlichen Getränkekeller. Frisch gestärkt ging es dann weiter, zunächst durch Wald und etwas später auf der Höhe durch offene Wiesenlandschaft.
einigen weiteren, teils anstrengenden Kilometern erreichten wir einen Platz, der sich wieder für eine Pause anbot. Direkt an der Nahe und perfekt zur Abkühlung, zumindest für mich. Ein wenig später begann es leicht zu regnen, sodass Beate und ich kurz vor Noen beschlossen, eine Abkürzung zum Ort zu nehmen, während Tobi ganz brav dem weiteren Verlauf des Nahesteigs folgte. So machte er fürs Erste wieder regenfrei auf der Nahesteigschleife fleißig Höhenmeter und wurde mit schönen Aussichten belohnt. Beim Abstieg kreuzte ein Reh seinen Weg. Dieses Mal ließ er sich aber nicht auf ein Wettrennen ein. Seit dem Jupiterweg weiß er nämlich, dass Rehe unschlagbar flink sind. Beim Abstieg war ihm das Wetter nicht mehr ganz so wohlgesonnen. Es fing wieder an zu regnen. Das Wetter wurde so schnell schlechter, dass Tobi bei sintflutartigem Regen durch Noen und zum Etappenziel eilte, wo er schließlich wie ein begossener Pudel im dortigen Café ankam. Am nächsten Tag, ich konnte über Nacht erfolgreich trocknen, ging es von Noen aus weiter in Richtung Idar-Oberstein. Leider war hier ein Teil des Weges gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert. Dieser folgten wir über weite Teile, allerdings haben wir vor lauter Schwätzen und Filmen wohl eine Abzweigung verpasst, was aber nicht weiter tragisch war. Kurze Zeit später trafen wir auf das Ende der Umleitung, nur eben aus einer anderen Richtung. Ein etwas außergewöhnlicheres Highlight am Wegesrand war der sogenannte Odelsuwe, eine kleine Höhle, die der Sage nach einer Frau während des Dreißigjährigen Krieges Zuflucht vor der Unbill der damaligen Zeit bot. Ein Weilchen später passierten wir den Ort Kronweiler. Ein Stück hinter Kronweiler folgte der stärkste Abschnitt des Nahesteigs. Schmale Pfade entlang des Flusses, kleine Klettereinlagen und schöne Aussichten folgten hier dicht auf dicht.
Ende des schönen Abschnittes durchquerten wir die Ortschaft Sonnenberg. Auch nach der Ortschaft hielt der Weg sein hohes Niveau. Dies verleitete mich des Öfteren auch einmal die Umgebung zu bestaunen, anstatt den Weg vor mir im Blick zu halten. Sehr zur Erheiterung meiner Kamerafrau. Das habe ich auf Film. Vorbei an schönen Aussichten, wie dem Aussichtspunkt Weibersprung, näherten wir uns unserem Ziel wieder Oberstein. Des Weges legten Beate und ich nochmal ein kleines Päuschen ein und ließen einmal so richtig die Beine baumeln. Frisch erholt ging es sodann auf die letzten Kilometer. Der Nahesteig präsentierte sich uns als sehr schöner und teilweise etwas anspruchsvoller Weg. Er überzeugte uns vor allem durch die schönen Passagen entlang der Nahe und die verschiedenen Aussichtspunkte. Die Beschilderung war insgesamt ausreichend. Einzig bei der Umleitung haben wir einmal den falschen Weg eingeschlagen. Einen kleinen Kritikpunkt haben wir dennoch. Der Weg wurde wohl im Frühjahr verlängert, unterwegs war dies aber weder am alten Startpunkt noch an verschiedenen anderen Stellen ersichtlich. Auch auf der Homepage gab es widersprüchliche Angaben. Der Startpunkt wurde mit Hopstetten-Weiersbach angegeben, die Karten zeigten nur Felden. Das hätte man besser machen können. Ja, das war unsere Wanderung auf dem Nahesteig. Ja, war insgesamt sehr schön zu laufen. Es waren wieder schmale Pfade dabei, es ging viel bergauf und bergab, was halt auch ein Steig so haben sollte. Genau, mal näher an der Nahe, mal ein bisschen weiter weg. Ja, Beschilderung war soweit auch okay. Ein, zwei Stellen hätte es etwas üppiger sein können. Ich glaube, bei der Umleitung haben wir irgendwo auch mal ein Schild übersehen. Aber ja, also insgesamt war das auch dann ausreichend. Ja, und die Wegführung insgesamt sehr abwechslungsreich, also Genau. Wirklich zu empfehlen. Leute, die gerne Steige laufen, der wird seinem Namen gerecht und es macht Spaß, ihn zu laufen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mal wieder von uns. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Genau, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.